mit dir zum Beispiel das Ja. Interview. Ja. Also unsere Spieler, die haben auch einen eigenen Coach, die den dann mental drauf, oder die Spieler darauf vorbereiten vor den Spielen. Wir haben ja sehr junge Spieler, die sind beide 16. Ah, okay. Und die müssen dann halt bei großen Turnieren halt vorbereitet werden, auch gecoacht werden, was Taktiken angeht. Oder Ja. wenn der Gegner sich jetzt mal freut oder den einen gegenüber einschüchtern will, dass der Echt? Coach den dann... Ist das dann schon so, Ja, ja? ja. Also dass der Gegner den anderen einschüchtern will? Genau, dann haut Also er mal auf durch den Tisch und so, dann wackelt der Bildschirm und dann muss der ruhig bleiben. Und wie sieht das denn bei dir aus? Du hast ja jetzt auch mitbekommen mit der ganzen Corona-Phase, dass dann im Stadion keine Zuschauer mehr waren. War das für dich ein großer Unterschied oder wie ist das bei dir? Weil wenn wir jetzt FIFA zocken und da sind keine Fans, dann hört man nur den Ball und das ist dann halt so ein Gefühl wie ein Trainingsspiel, sage ich mal. Ja. Wie ist das denn so auf dem echten Rasen? Wie fühlt es sich dann an? Ja, es fühlt sich einfach nicht gut an, muss man ja auch ganz klar sagen, dass wir Fußballer in diesem Geschäft auch von den Fans einfach leben, weil ohne die Fans haben wir halt nicht diese Emotionen oder diese Emotionalität auch auf dem Platz und das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Deshalb ist es für alle Beteiligten extrem schwer gewesen, jetzt für die Fans als auch für uns Spieler, dass wir auf sie verzichten müssen. Wir sind jetzt unheimlich froh, dass sie jetzt teilweise schon zurückgekommen sind, jetzt wie am letzten Wochenende. Ist einfach ein komplett anderes Gefühl einfach. Ne? Ja, ich war auch dabei gewesen im Stadion, also obwohl nur 10.000 Leute da waren, das war schon sehr, sehr laut auch. Ja, es kam mir vor, als wären da 20.000 oder 30.000 ja, durch die sogar. Akustik auch, ne? Weil weniger Leute ja. da sind, das war schon sehr krass. Das alleine ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Von daher dauert es natürlich noch, bis wir wirklich die 84.000, 83.000 wieder voll haben. Aber wir freuen uns über jeden einzelnen Zuschauer, der hoffentlich bald wieder mehr ins Stadion gehen kann, weil es einfach für uns ja, einfach ein schönes Gefühl ist und dass einfach Fans und Stadien, das einfach zusammengehört mit uns auf dem Platz, einfach diese Bühne einfach sehr, sehr wichtig ist und ja, wir hoffen, dass es jetzt so weitergeht. Mhm. Ja, sonst haben noch einige gefragt, wie sieht es aus, Leute, die jetzt Fußballer werden wollen, was würdest du denen so mit auf den Rat geben oder was wärst du zum Beispiel geworden, wenn es mit dem Fußball nicht geklappt hätte? Wie wär's da bei Schwierig dir? zu sagen. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, ja, was wärst du geworden, weil das Leben bietet natürlich so viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, die man oder woran man noch gar nicht denkt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, was ich geworden wäre. Auf jeden Fall hätten meine Eltern mir schon Dampf gemacht und hätten natürlich gesagt, du musst natürlich was machen, klar. Aber was ich halt den jungen Spielern mitgeben kann, ist halt, dass es in deren Alter, 15, 16, 17 Jahre, 14 Jahre, extrem wichtig ist, einfach Fußball zu spielen. Einfach zu spielen wirklich, nicht nur zu trainieren, sondern auf dem Platz zu stehen, zu spielen gegen andere Mannschaften. Und wenn sie es in einen großen Verein wie Dortmund jetzt zum Beispiel nicht schaffen, in den ersten Jahren zu spielen, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal einen anderen Ansatz wählt oder mal einen anderen Verein wählt, einfach um die Perspektive aufrecht zu erhalten, dass man trotzdem es noch schaffen kann in den Profibereich und einfach Spaß zu haben. Ich glaube, das sind schon wichtige Punkte, die sehr, sehr wichtig sind für jeden Einzelnen, einfach Spaß zu haben am Training, sich weiter zu verbessern, Kritik auch aushalten zu können. Ich glaube, das sind natürlich Punkte, die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber am meisten einfach wirklich auf dem Platz zu stehen und einfach Spaß zu haben. Ja, bei mir war es so, ich habe ja eine Ausbildung angefangen, habe parallel YouTube gemacht und dann lief es halt sehr, sehr gut mit YouTube. Habe das dann weiter durchgezogen, das lief ja auch nicht direkt souverän. Ne? Das kann man auch den Leuten vielleicht mitgeben, dass man auch, wenn es am Anfang nicht läuft, dann heißt es nichts für die Zukunft, sondern dass man am Ball bleiben sollte. Bei mir war es ja dann auch so, erst nach 4 Jahren hat es dann geklappt, 2014 Krass. Ungefähr. Da war dann so mehr der große Durchbruch, sage ich mal. Und jetzt mache ich das schon seit 6 Jahren. So mein Traum war damals auch gewesen, natürlich Fußballer zu werden. Auch lange im Verein gespielt. Letzten Endes bin ich jetzt Fußballer auf der Konsole geworden. Ja, also auch wie ich gerade gesagt habe, es gibt heutzutage unheimlich viele Bereiche, die unheimlich viel Potenzial haben und ist natürlich so ein Beispiel wie bei dir ist so, du hast jetzt 4 Jahre gewartet, bis wirklich der Durchbruch kommt und das waren lange, harte 4 Jahre, glaube ich, für dich, wo du dann auch zwischenzeitlich gedacht hast, ey, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal was ganz anderes machen, was für den Kopf einfach auch schwierig ist. Von daher bist du dort auch, wie es im Fußball dann auch so sein soll, hartnäckig geblieben, bist dran geblieben, hast weiter dran geglaubt und das sind, glaube ich, gute Beispiele dafür, für jemanden, der den Traum Fußballprofi auf dem Platz nicht ganz geschafft hat, aber einfach eine andere Lösung gesucht hat und auch eine andere Lösung gefunden hat. Mhm. Und wie sieht es generell aus bei dir? Spielst du auch noch zurzeit viel FIFA oder?
eher nur ab und zu mal, oder? Ich muss sagen, früher mehr, jetzt durch die Familie etc. Einfach zu wenig Zeit und auch zu wenig Lust, ehrlich gesagt, jetzt abends noch länger vor der Konsole zu hocken, weil man noch viele andere Dinge machen kann und man auch ein gewisses Alter erreicht hat, wo man ein bisschen weniger machen kann oder sollte, ja. Weil es einfach andere Prioritäten in meinem Leben momentan gibt. Und da bin ich auch nicht traurig. Die Zeit damals war sehr schön, wo man sehr viel Zeit hatte dafür auch. Und, ja. Ja, viele haben auch nachgefragt, wie machst du das zum Beispiel mit Familieneinteilung von der Zeit her? Du bist ja auch viel unterwegs. Bleibt da noch viel Zeit für die Familie oder wie genießt du dann die Zeit? Weil dann ist das ja immer was Besonderes, als wenn man sich jeden Tag sieht, sondern dass man sich ab und zu mal sieht. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich meine Familie jetzt gar nicht sehe. Ne? Also wir haben schon noch Zeit, unsere Familien zu sehen. Klar, jetzt wenn es in den englischen Wochen ab Oktober losgeht, dann bist halt im Hotel, Spiel, dann bist du einen Tag oder 2 Tage zu Hause, dann wieder Hotel, Spiel und immer diesen Rhythmus ungefähr. Da ist es dann halt einfach mit der jeweiligen Person aus der Familie natürlich einfach abhängig davon, gut zu kommunizieren alles, weil es natürlich wichtig ist, dass man sich gut erholt, gut regeneriert auch. Aber ist alles gar kein Problem, das gehört dazu und ja, es macht einfach Spaß dann. Trotz, wenn man vielleicht nicht gut gespielt hat oder auch verloren hat, nach Hause zu kommen und weil wenn man dann die Kleine sieht, dann ist vieles vergessen. Aber natürlich, wenn man dann wieder zurückgeht zum Verein, dann kommt es natürlich wieder hoch. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch ziemlich am Ende angekommen. Wir haben euch jetzt mal ein bisschen so gezeigt, seine Welt, meine Welt, wo es Parallelen gibt, wo es Unterschiede gibt. Ich hoffe, das war auf jeden Fall interessant. Was sagst du dazu? Hat es dir gefallen? Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib weiter am Ball und ich glaube, da habt ihr was Gutes auf die Beine gestellt. Von daher weitermachen. Ja, dann danke auf jeden Fall fürs Interview. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt den BVB-Kanal aus, lasst einen Daumen da, wie gesagt. Macht's gut und ciao.